willkommen in meiner Werkstatt. Inzwischen habe ich ein neues Bild angefangen, die Seerose. Bin auch schon ein Stück weit gekommen. Und ich zeige euch jetzt mal den Anfang bis zu dem jetzigen Stand. Links seht ihr den Entwurf mit den Originalfarben. Das wird jetzt übersetzt in die Vorlage mit meinen Arbeitsfarben. Das sind sehr knallige Farben, die ich gut hinter der Kette sehen kann. Und die Farben, die male ich auch in meine Farbkarte. Hier seht ihr jetzt die fertige Vorlage. Das ist die Originalgröße. So groß wird nachher das Bild. Aber bevor ich weben kann, muss ich erstmal die Farben ausmustern. Die einzelnen Farben bestehen aus verschiedenen dünnen Garnen, die ich zusammenmische. Jede Farbe bekommt ein kleines Kästchen, das ich webe, so dass ich die Farbe dann gut sehen kann. Es muss natürlich so gewebt werden, wie ich das nachher das Bild webe, also in der Beiderwandtechnik mit 2 Stäben. Wer sich dafür interessiert, der kann meine anderen Videos angucken, wo ich das näher erkläre. Hier kann man das sehen, dass ich aus jeder Farbe so ein kleines Kästchen mache. Ein paar Kettfäden breit, ein paar Schuss hoch, so dass ich die Farbe dann einigermaßen gut erkennen kann und vergleichen kann mit dem Originalentwurf. Habe ich dann ein paar Schutz gewebt, kann ich den Originalentwurf nehmen und ihn vergleichen mit der Farbe. Jede Farbe, die dann fertig ist, mit der ich zufrieden bin, die kriegt einen Platz auf dieser Farbkarte. Da sind jetzt die Farben von der Vorlage drauf. Und jede Farbe, die gut ist, bekommt ihren Platz. Das passiert meistens nicht beim ersten Mal. Meistens muss ich noch eine Weile hin und her probieren, noch mal ein bisschen mehr Grün dazu, ein bisschen heller, so lange bis eben die Farbe mit der Farbe übereinstimmt, die ich auf dem Entwurf habe. Hier kann man eine sehen, mit der ich dann zufrieden bin. Dann schneide ich den Faden ab. Und diese Mischung kriegt dann ihren Platz an der richtigen Stelle in der Farbkarte. So kann ich das immer wiederholen und weiß, welche Mischung habe ich für welche Farbe genommen. Das ist ziemlich langwierig. Da brauche ich viele Stunden für, je nachdem, wie viele Farben ich in dem Bild benutze. Aber es ist natürlich total wichtig, das ist die Grundlage von allem. Wenn die Farben nicht stimmen, wird das Bild natürlich nichts. Irgendwann ist die Farbkarte dann fertig und ich kann anfangen, die Puschel zu wickeln. Dazu vergleiche ich natürlich jetzt wieder die einzelnen Farben mit den Garnspulen, dass ich da auch wirklich das Richtige nehme.
Und ich gucke auf der Vorlage, wie groß die Farbflächen sind, die ich brauche. Für kleine Farbflächen mache ich natürlich am Anfang nur ein paar Puschel. Für große Farbflächen mache ich schon mehr. Aber es ist nie so viel, dass es dann reicht für das ganze Bild. Im Laufe des Bildes mache ich dann bei den großen Farbflächen immer noch wieder Puscheln nach. Also am Anfang mache ich einfach nur so eine Grundlage, damit ich starten kann. Für die, die sich interessieren, wie ich meine Puschel mache, habe ich es jetzt gleich hier mal ziemlich langsam gezeigt. Den Anfangsfaden sichere ich zwischen Mittelfinger und Ringfinger und dann geht man mit dem gesamten Garn immer in einer 8 zwischen Daumen und kleinem Finger hin und her. So kann sich der Faden nicht verheddern. Ein bisschen verheddert er sich manchmal trotzdem, aber er ist dadurch gut gesichert. Und ich sichere ihn dann mit dem Anfangsfaden, damit in der Mitte rumgewickelt und mit einer Schlaufe gesichert. Kein Knoten, nur eine Schlaufe. Und so mache ich jetzt aus diesem Garn meine Puschel für das ganze Bild. Also nur mal so die Anfangsmenge, die ich brauche. Ich finde es immer sehr schön. Am Anfang sieht es noch so schön geordnet aus. Was ich dann auch noch brauche, sind meine Spulen. Wer meine Videos kennt, der hat vielleicht schon gesehen, dass ich 2 Schiffchen brauche für meine Technik. Das ist die Beiderwandtechnik mit 2 Stäben. Und ich brauche einen Grundschuss in der Grundfarbe und einen weißen Dünnenschuss. Hier nochmal langsam, wie ich meine Spulen mache. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der seine Spulen anders macht. Ich habe festgestellt, dass bei einem Garn, das aus verschiedenen dünnen Garnen besteht, dass das am besten funktioniert, wenn ich gleich sofort die ganze Breite benutze, also keinen Konus mache. Dann können nämlich die einzelnen Fäden schlechter ineinander rutschen und haben so besser die gleiche Spannung. Das ist einfach eine Erfahrungssache, bei mir funktioniert das so am besten. Jetzt kann ich dann langsam starten mit dem Weben. Bei meinem Gewebe brauche ich unbedingt einen Breithalter. Es gibt sicher andere Gewebe, aber wo es nicht nötig ist. Aber die Beiderwand, so wie ich sie webe, geht doch sehr stark ein und dann das würde das Blatt schädigen. Lass mal nochmal die Kette nachspannen. Und dann muss ich erstmal einen Rand weben. Ich spanne ja meine Bilder später auf Keilrahmen auf und ich brauche einen Rand, einfach um den Keilrahmen spannen zu können. Hier lasse ich die Kette nach. Der Webstuhl ist echt klasse, dafür muss ich nicht aufstehen. Ich kann das vorne vom Webersitz her machen. Der Rand ist fertig und jetzt wird es Zeit,
die Vorlage hinter die Kette zu heften. Dazu messe ich noch mal ganz genau, wie breit das Bild ist, damit es nachher genau in der Mitte von der Kette ist und beide Ränder gleich breit sind. Das markiere ich mir einfach mit Stecknadeln. An der Vorlage habe ich dann auch einen kleinen Rand und der wird an das schon fertige Gewebe geheftet. Auch einfach mit Stecknadeln, die ich dann immer versetze nach vorne im Lauf des Webens. Ich habe dann 2 Reihen von Stecknadeln und versetze immer die hintere vor die andere, so dass ich immer die Vorlage da habe, wo ich gerade am Weben bin. Dann kontrolliere ich, ob das wirklich gerade nach oben läuft. Am Anfang sieht man das nicht so, aber im Lauf des Bildes wird sich das natürlich auswirken, wenn ich das am Anfang aus Versehen schräg dran hefte. Dann kontrolliere ich das nochmal, lieber einmal zu viel als zu wenig. Und dann kann es losgehen. Da habe ich den ersten Schuss schon gewebt. Und es ist immer ein besonderer Moment, wenn ein Bild dann startet, wenn wieder was Neues anfängt. Hier habe ich schon ein Stück gewebt und wer das Video kennt zu den Webfehlern, der weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Hier habe ich dann nochmal neu angefangen. Ich hatte die Grundfarbe falsch und habe hier jetzt nochmal neu gestartet und so weit war ich dann da schon gekommen.
Soweit ist die Seerose jetzt also schon gewachsen. Ich freue mich über Kommentare von euch, natürlich auch über Likes und Abos. Ich werde euch ganz sicher weiter mitnehmen, wie die Seerose weiter wächst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video dabei seid. Für heute sage ich Tschüss.